Wie kann ich meine Umfrage am besten testen und Fehler beheben? In Programmiersprachen wird dies häufig Debuggen genannt. Es ist insbesondere in längeren Umfragen durchaus häufig der Fall, dass ich Fehler in meiner Umfrage habe und ich diese erst nach ausführlichem Testen finde. Dafür verwende ich den Debug-Modus von FormR. Hier sehen Sie jetzt, dass ich in der Run-Ansicht bin. Dann gehe ich nicht direkt auf den Link, sondern auf Test Run. Ich aktiviere meinen Testnutzer. Hier sehe ich, dass das Logo viel zu groß ist. Dafür füge ich in den Settings vom Run und CSS einen Codeblock ein, der die Grafik auf Prozent in der Breite reduziert und gehe auf Speichern. Danach aktualisiere ich die Webseite der Umfrage und dann sieht das Logo schon viel besser aus. In einem nächsten Schritt habe ich die Excel-Tabelle ein bisschen präpariert. Sie sehen nun in der Value-Spalte viel mehr Einträge als vorher. Dies sind meistens R-Funktionen, die mir zufällige Einträge in den Antwortfeldern generieren. Somit sind immer alle Pflichtfelder gefüllt und ich muss sie nicht jedes Mal von Hand ausfüllen. FormR hat dafür allerdings auch noch einmal eine Lösung. Diese zeige ich später in diesem Video auch. Jetzt wechsle ich zu FormR. Dann starte ich die Umfrage im Run über den Test Run. Dann klicke ich dieses kleine Männchen an, welches mir die Umfrage startet. Ich sehe in der Umfrage nun alle voreingetragenen Werte, die ich über die Value-Spalte generiert habe. Dann klicke ich hier unten auf die Lupe und es öffnet sich eine blaue Box. In dieser sehe ich hier den Datensatz, der hier allerdings noch keine Daten enthält, weil ich noch nichts über den Weiter-Button in den Datensatz gespeichert habe. Zusätzlich sehe ich auch noch, wie die Fragen im Datensatz benannt wurden. Jetzt schalte ich diese Ansicht wieder aus. Dann verwende ich die vorausgefüllten Felder und gehe auf Weiter plus Speichern. Und dann bin ich auf der nächsten, hier, der letzten Seite, und dann ist die Lupe leider ausgegraut. Um diesen Fehler zu umgehen, klicke ich hier an, dass ich zurück auf die vorherige Seite gehen möchte und klicke auf diesen Finger. Jetzt funktioniert die Lupe wieder. Und nun habe ich im Unterschied zum vorherigen Mal tatsächlich die Daten in dem Datensatz, weil ich diesmal vorher den Weiter-Button geklickt hatte. Manchmal kann es auch so aussehen. Der Unterschied zwischen einer roten und blauen Box ist, die rote Box wird angezeigt, wenn ich fatale Fehler in meiner Umfrage habe und die Umfrage gar nicht erst aufgebaut werden kann. Die blaue Box bekomme ich, wenn FormR selbst keine Fehler findet. Dann kann ich hier die verschiedenen Rubriken aufmachen. Mich interessiert allerdings eher der R-Code. Dann gehe ich hier auf Download R-Code File to Debug. Ich wähle aus, wo ich die Datei hinspeichern möchte. Hierfür gehe ich gewöhnlich auf den Download-Ordner, weil ich die Datei später nicht mehr benötige. Gehe auf Speichern. Nachdem ich die Datei heruntergeladen habe, öffne ich sie in RStudio. Jetzt kann ich nach und nach anschauen, was mit dem Datensatz oder den R-Befehlen nicht in Ordnung ist. Als erstes lade ich den Datensatz ins Environment. Das ist eine JSON-Datei. Dafür muss das R-Paket JSON Lite in R installiert sein. Es ist ein Datenformat, welches die Datenspeicherung in einem Textformat zulässt. Dann kann ich mir den Datensatz erst einmal visuell anschauen. Ich sehe hier die Einträge, die ich automatisch generiert habe. Und gleichzeitig sehe ich hier, dass beim Geburtsjahr ein Problem vorliegt. Dort ist nur ein fehlender Wert als NA eingetragen. Jetzt muss ich herausfinden, warum in dieser Variable nichts berechnet wurde. Dort sollte eigentlich das aktuelle Jahr minus das Alter berechnet werden. Das aktuelle Jahr ist natürlich immer vorhanden, das Alter ist hier auch vorhanden. Eigentlich sollte dort kein fehlender Wert berechnet werden. Ich attache im R-Script den Datensatz. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt nicht mehr mit Schlaf-Dollarzeichen arbeiten muss. Das müsste ich sonst überall im Skript anpassen, sondern ich kann direkt die Variablennamen verwenden, als ob sie Vektoren wären.
Dann suche ich, in welcher Zeile des Skriptes das Geburtsjahr berechnet wird. Hier unten, hier ist die Formel der Value-Spalte aus der Excel-Tabelle. Jetzt führe ich diese Zeile einmal aus und sehe, dass die Funktion mit diesen Daten nicht berechnet wird. Ich überprüfe daher das Datenformat von Alter. Ich sehe dort, dass Alter als CHR, also als Textvariable, gespeichert wurde. Dementsprechend wandle ich Alter in eine Ganzzahl um. Und jetzt wird die Berechnung durchgeführt. Sollte es nicht an dem Datentyp von Alter liegen, dies ist in FormR aber sehr häufig das Problem, dann kann ich meine Funktion Schritt für Schritt überprüfen und schauen, was passiert. Also zuerst Sys.time, dann das extrahierte Jahr, das Jahr nicht als Text, sondern als Ganzzahl, die Ganzzahl des Alters und die Differenz aus beidem ergibt aufgrund der Vektorenarithmetik einmal 1987 und einmal NA. Das NA liegt daran, dass im Alter der zweiten Zeile auch ein NA steht. Dann nehme ich die korrigierte Formel und füge sie in die Value-Spalte meiner Excel-Tabelle ein, speichere die Datei ab und lade die Excel-Tabelle neu hoch und versuche es noch einmal. Auf der FormR-Instanz von Münster gibt es das Problem, sobald ich den Test Run verwendet habe, bin ich in FormR nicht mehr angemeldet. Deswegen habe ich 3 verschiedene Tabs im Browser offen. Die Tabs, die Schlaf heißen, können geschlossen werden. Es sind die alten Testfenster. Wenn ich jetzt die Seite aktualisiere, dann muss ich mich neu anmelden. Deswegen nutzte ich den ersten Tab für die Anmeldung, den zweiten Tab für die Survey. Hier lade ich nun über Import Items die Excel-Tabelle neu hoch. Das ist inzwischen die Version 8 der Excel-Tabelle und gehe auf Update. Und dann schaue ich mir im dritten Tab die aktualisierte Umfrage im Test Run neu an. Auch diesmal klicke ich wieder das kleine Männchen an. Dann hatte ich am Anfang des Videos erwähnt, dass es auch in FormR eine Funktion zum automatischen Ausfüllen der Daten gibt. Das ist der Monkey. Wenn ich den Monkey anklicke, dann füllt er automatisch alle Felder aus und betätigt den Weiter-Button. Auch hier habe ich wieder das Problem der inaktiven Lupe. Deswegen gehe ich wieder einen Schritt zurück auf die Seite davor und schaue mir jetzt erneut den Datensatz über das R-Script an. Ich lade somit nochmal das R-Script herunter. Ich öffne das Skript mit RStudio, leere das Environment und die Konsole. Ich lese den Datensatz neu ein und sehe, dass die neue Formel zur erfolgreichen Berechnung des Geburtsjahres geführt hat. Normalerweise brauche ich mehrere Anläufe, um einen Fehler zu finden. Nachdem die Umfrage fehlerfrei läuft, lösche ich als nächstes meine verschiedenen Testnutzer. Dafür gehe ich hier auf die Run-Position Alle markieren und gehe dann auf Löschen. Dann schließe ich noch alle alten Browser-Tabs. Im nächsten Schritt gebe ich die aktivierte Umfrage an meine Testversuchspersonen weiter, sodass andere Personen die Umfrage ausfüllen. Ich schaue mir nach dieser Testphase den Datensatz an, ob die Ergebnisse so aussehen wie gewünscht. Nach der Pilotphase lösche ich alle meine Testdaten, indem ich im RAN in der Danger Zone auf Empty RAN gehe. Hier muss ich als Sicherheitsmaßnahme gegen versehentliches Löschen eintragen, wie mein RAN heißt. Und dann gehe ich auf Empty Entire RAN Permanently. Dann checke ich auch im Survey, ob noch Daten zu löschen sind. Hier gehe ich auch auf Danger Zone und dann Delete Results. Hier trage ich den Survey-Namen ein. Dann gehe ich auf Delete Results. Und dann habe ich alles vor der eigentlichen Erhebungsphase gelöscht.
Unter Testing and Management Show Results sehe ich dann, dass alle Einträge gelöscht sind. Ich sollte vor der Erhebungsphase natürlich auch die automatisch gefüllten Felder in der Excel-Spalte Value wieder leeren, damit die Versuchspersonen dort ihre Werte eintragen können. Schlussendlich kann ich nun die Umfrage an meine eigentlichen Versuchspersonen verschicken.